Ich habe schon vor einiger Zeit ein Video gemacht, wo ich behauptet habe, dass Deutschland vielfach nach Territorialprinzip besteuert. Ich wurde dann von manchen ein bisschen ausgelacht, weil man sich eigentlich Territorialbesteuerung im Kontext von Deutschland nicht vorstellen kann, sondern nur bei Ländern wie zum Beispiel Paraguay, Costa Rica und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es aber so, und wie du davon profitieren kannst, wenn du Personengesellschaften im Ausland gründest, damit wollen wir uns in diesem Video auseinandersetzen. Was ist überhaupt das Territorialprinzip oder die sogenannte Territorialbesteuerung? Sie sagt im Grunde genommen aus, dass Einkünfte, Gewinne, die in einem Land generiert werden, nur in diesem Land besteuert werden, nicht aber in einem anderen Land. Also als Beispiel: Du wohnst in Deutschland und du hast ein Ferienhaus in Frankreich, was du vermietest. Dann werden die dort generierten Mieterträge nur in Frankreich besteuert, nicht aber in Deutschland. Das nennt man Territorialprinzip. Das heißt, in Deutschland sind diese Erträge letztlich steuerfrei, weil sie keine deutschen Erträge sind, sondern ausländische Erträge. Du gibst dann in der Steuererklärung diese französischen Mieteinkünfte als sogenannte Progressionseinkünfte an. Das heißt, sie beeinflussen möglicherweise den Steuersatz, mit dem du deine deutschen Einkünfte besteuern musst. Du musst aber auf dieses Einkommen aus Frankreich in Deutschland keine Steuern mehr zahlen. Man spricht von der sogenannten Freistellungsmethode. Das Gegenteil davon ist die Anrechnungsmethode. Diese wird zum Beispiel vielfach von Ländern wie UK oder auch den USA, früher noch mehr als heute, angewandt. Das heißt, im Falle von England zum Beispiel hat ein Engländer eine Immobilie in Frankreich und wird diese vermietet. Dann wird zunächst die französische Steuer fällig. Zahlt er weniger Steuern in Frankreich als in England auf diese Mieteinkünfte, muss er in England nachversteuern, kann aber natürlich die in Frankreich bezahlte Steuer bereits anrechnen. Deutschland macht das nicht. Wie gesagt, Deutschland versteuert nach Territorialprinzip, Freistellungsmethode. Das heißt, diese ausländischen Einkünfte werden in Deutschland steuerlich freigestellt. Das gilt immer dann, wenn es ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Bei Ländern, wo es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, geht leider die Freistellung nicht. Bestes Beispiel: Du besitzt eine Immobilie in Dubai und hast dort Mieteinnahmen. In Dubai gibt es keine Steuer auf die Mieteinnahmen. Es gibt auch kein DBA zwischen Deutschland und den VAE. Das heißt, du musst also die Mieteinnahme in Deutschland komplett versteuern. Das Gleiche gilt in ganz besonderer Weise oder vielleicht noch mehr als bei der persönlichen Einkommensteuer bei der Besteuerung von Unternehmen. Deutschland hat so ungefähr 100 Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen und tatsächlich ist in allen Doppelbesteuerungsabkommen außer Mauritius und Zypern festgelegt, dass die sogenannte Freistellungsmethode gilt. Das heißt also, dass Betriebsstättengewinne, die im Ausland generiert werden, nicht in Deutschland zu besteuern sind, sondern dass nur der Ansässigkeitsstaat der Betriebsstätte diese Gewinne besteuern darf. Also ein Beispiel: Mal angenommen, du bist ein Bäckermeister und eröffnest jetzt eine Backstube in Frankreich, weil du dort deine Semmeln verkaufen willst. Diese Gewinne, die du in Frankreich generierst, die musst du nur in Frankreich versteuern, nicht aber in Deutschland. So, jetzt wirst du sagen, naja, das ist ja auch komplett uninteressant und auch komplett egal, denn Frankreich ist ja ohnehin ein Hochsteuerland. Die Steuern, die dort anfallen, sind ja möglicherweise noch höher als die, die in Deutschland anfallen. Also ist das Ganze ja absolut uninteressant. Nun ist es aber auch so, dass diese Regelung auch gilt für Länder, die eine sehr attraktive Besteuerung haben. Zum Beispiel auch mit Singapur. Denn mit Singapur gibt es ebenfalls ein Doppelbesteuerungsabkommen. Oder auch mit den USA. Lass uns einmal die amerikanischen Steuersätze anschauen. Hier die Webseite der IRS, hier die jüngsten Steuersätze. Auch in den USA funktioniert die Besteuerung stufenweise. Das heißt, die ersten 11.000 werden mit 10% besteuert. Zwischen 11.001 Dollar und 44.725 mit 12%, dann mit 22, dann mit 24 und so weiter und so fort. Nehmen wir also an, dass du eine Personengesellschaft in den USA gründest,
weil du dort eine wirkliche Betriebsstätte hast, weil du dort ein Business machst und dort, sagen wir einmal, Backwaren verkaufst. Dann sind die Gewinne, die du dort erzielst, mit diesen Steuersätzen hier zu versteuern. Tatsächlich sind diese Steuersätze so günstig wie in den günstigsten Kantonen der Schweiz. Vor allen Dingen dann, wenn du in den USA ein Unternehmen betreibst, das sich in einem Bundesstaat befindet, wo es keine bundesstaatliche Einkommensteuer gibt, sondern nur diese Steuer hier im Bund. Tatsächlich würdest du auf einen Gewinn von 250.000 US-Dollar nur 21% Steuern in den USA bezahlen. Und auf diese werden dann in Deutschland keine weiteren Steuern fällig. Ja, das heißt, diese wandern direkt in deine private Tasche. Du musst darauf keine weiteren Steuern bezahlen. Und das bei einem Gewinn von 250.000 US-Dollar. Aber es geht noch viel günstiger. Stell dir einmal vor, du gründest eine Personengesellschaft in Bulgarien. In Bulgarien beträgt der Einkommensteuersatz nur 10%. Der Körperschaftssteuersatz übrigens auch. Aber der Einkommensteuersatz beträgt 10%. Mal angenommen, du gründest jetzt ein Unternehmen in Bulgarien. Bulgarien hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Das heißt, was ich vorhin gesagt habe, von der Freistellungsmethode oder dem Territorialprinzip trifft hier zu. Allein Bulgarien hat ein Recht, diesen Gewinn zu besteuern. Du hast zwei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst eine Kapitalgesellschaft gründen in Bulgarien, zum Beispiel sowas wie eine GmbH. Aber weitaus steuerlich attraktiver ist es, eine Personengesellschaft in Bulgarien zu gründen. Zum Beispiel eine Art GmbH und Co. KG. Dort ist dann eine bulgarische GmbH die Komplementärin und du persönlich als in Deutschland lebender Steuerzahler bist Kommanditist. Der Kommanditist ist derjenige, der am Gewinn beteiligt ist. Sagen wir mal, du bist zu 100% am Gewinn der Gesellschaft beteiligt. Dann wirst du für diesen Gewinn, den die Personengesellschaft generiert, in Bulgarien steuerpflichtig. Ja? Die Personengesellschaft ist steuertransparent. Sie bezahlt keine Steuern. Du musst eine Steuererklärung in Bulgarien einreichen. Du bist dort beschränkt steuerpflichtig. Du bekommst dort eine Steuernummer und musst für deine bulgarischen Einkünfte in Bulgarien 10% Steuern bezahlen. In Deutschland machst du dann das Gleiche, was ich vorhin bei den französischen Mieteinnahmen gesagt habe. Du musst natürlich die bulgarischen Einkünfte als sogenannte Progressionseinkünfte auf der deutschen Steuererklärung melden. Du sagst, ich hatte hier so und so viele Einkünfte, ich habe diese Steuern in Bulgarien bezahlt. Du musst keine Steuer mehr in Deutschland darauf bezahlen. Ja. Das heißt, du hast 10% Einkommensteuer in Bulgarien bezahlt, musst aber keine weitere Steuer mehr in Deutschland darauf bezahlen. Ganz wichtig hier nochmal, es handelt sich um eine Personengesellschaft, ja, um eine Art GmbH und Co. KG, nicht um eine Kapitalgesellschaft. Bist du an einer bulgarischen GmbH beteiligt, zahlt diese zwar auch nur 10% Steuern. Bekommst du dann den Gewinn nach Deutschland ausgeschüttet, dann wird in Bulgarien Quellensteuer fällig. Diese wird wiederum auf die deutsche Abgeltungssteuer angerechnet. Insgesamt musst du aber trotzdem dann noch 25% auf die Dividendenausschüttung bezahlen. Wenn du selbst eine GmbH in Deutschland besitzt, dann macht vielleicht eine GmbH-Gründung in Bulgarien Sinn. Dann zahlt die bulgarische Firma 10% und schüttet 90% an deine deutsche GmbH aus. Hier auch keine Quellensteuer aufgrund der sogenannten EU-Mutter-Tochter-Richtlinie. Aber wie gesagt, dann ist es in deiner deutschen GmbH drin. Wenn du es in der GmbH brauchst, natürlich wunderbar. Aber wenn es die GmbH dann an dich ausschüttet, zahlst du wiederum die Abgeltungssteuer. Das heißt, in allen Fällen, wo du im Ausland investierst und möchtest den Gewinn direkt an dich ausgeschüttet haben und nicht in der Firma lassen, ist normalerweise die Personengesellschaft der beste Weg. Jedenfalls dann, wenn die Einkommensteuer wie in Bulgarien so günstig ist. Jetzt gibt es natürlich oftmals Länder, wo dann die Körperschaftssteuer deutlich günstiger ist als die Einkommensteuer. Bestes Beispiel zum Beispiel Österreich. Ich hatte ja dazu schon mal ein Video gemacht. Das Ganze kann man dann über die sogenannte Organschaft lösen. Das heißt letztlich eine Gewinnabführung. Ist letztlich aber dann viel komplizierter. Ja? Aber auch hier kannst du dann erreichen, dass du letztlich nur die österreichische Körperschaftssteuer bezahlen musst. Diese liegt bei 23%. Auch das ist ja im Vergleich relativ wenig. Aber das ganze Setup
ist eben tatsächlich etwas komplizierter. So, das Ganze habe ich jetzt natürlich ziemlich vereinfacht dargestellt. Es ist trotzdem korrekt so. Das heißt normal, wenn du in Deutschland lebst und im Ausland investieren möchtest, dann hast du in Deutschland den Vorteil, dass hier Deutschland mit der Freistellungsmethode arbeitet und ausländische Betriebsstättengewinne nicht mehr in Deutschland nachversteuert werden müssen. Das Ganze setzt aber natürlich voraus, dass dies ein echter Betrieb ist im Ausland. Ja, es kann natürlich keine Briefkastengesellschaft sein. Es muss ein wirklicher Betrieb sein, da müssen Mitarbeiter sein, da muss Wertschöpfung stattfinden. Du kannst auch nicht einfach sagen, ich verschiebe jetzt mal mein Business von Deutschland nach Bulgarien. Das kannst du schon machen, aber das ist ein steuerlicher Event, das muss man dann bewerten, da muss man in Deutschland Steuern bezahlen. Das heißt, da ist natürlich relativ viel Planung dann notwendig. Aber wenn du zum Beispiel von Anfang an dich entscheiden würdest, jetzt hier ein brandneues Unternehmen zu gründen und du möchtest dieses gerne in Bulgarien tun und du sorgst dann dafür, dass entsprechende Mitarbeiter vor Ort sind und tatsächlich eben das Tagesgeschäft in Bulgarien auch gemanagt wird und du nicht in Deutschland hier das Tagesgeschäft leitest, extrem wichtig, sonst funktioniert das alles nicht. Da sind die Deutschen extrem penibel, ja. Denk daran bitte. Also du brauchst dann wirklich dort einen Geschäftsführer in Bulgarien. Der muss dann wirklich auch hier auf das Bankkonto der Gesellschaft zugreifen können. Der muss wirklich qualifiziert sein. Der muss ein wirkliches Gehalt bekommen, um die Geschäfte dort zu leiten. Meiner Erfahrung nach ist das die Krux, woran es meistens scheitert. Viele Unternehmer können sich das nicht vorstellen in Deutschland, dass sie sagen, okay, ich baue da jetzt was auf in Bulgarien, wo ich relativ hands-off bin. Ich bin da nur passiv tätig. Ja. Ich mache von Deutschland aus nichts. Wenn ich was tun muss, fahre ich nach Bulgarien, fliege ich nach Bulgarien, bin da ein paar Tage, trainiere die Mitarbeiter, habe Sitzungen mit dem Team, was ich dort aufgebaut habe. Aber ansonsten mache ich von Deutschland nichts. Wenn du von Deutschland aus Überweisungen zum Beispiel machst für das Unternehmen, dann gibt es eine Betriebsstätte in Deutschland. Und dann hast du möglicherweise sehr, sehr ernsthafte Probleme mit der Finanzverwaltung. Sehr ernsthafte. Ja. Was hier notwendig ist, ist natürlich steuerliche Beratung, rechtliche Beratung. Wir arbeiten hier mit hervorragenden bulgarischen Steuerberatern und Rechtsanwälten zusammen. Wir haben auch deutsche Steuerberater, die sich mit dem Thema zum Beispiel Bulgarien gut auskennen. Wobei, wie gesagt, diese ganze Regelung trifft für alle Staaten zu, mit denen Deutschland ein DBA eingegangen ist. Da gibt es fast 100 und etliche von denen haben steuerlich ganz attraktive Regelungen. Wie gesagt, Mauritius und Zypern sind leider ausgenommen. Aber es gibt ja noch andere osteuropäische Länder, die hier ganz interessant sind. Stichwort Ungarn zum Beispiel. Das ist etwas, worüber du nachdenken solltest. Wenn du ins Ausland expandieren willst und in Deutschland wohnst, dann mach dir Personengesellschaften zunutze, wenn du direkt als natürliche Person investieren willst oder wenn du ein deutsches Unternehmen hast, eine deutsche GmbH, dann mach dir die Körperschaft zunutze und gründe vielleicht eine andere Körperschaft. Wie gesagt, Kombinationen sind natürlich auch möglich. Hast du zum Beispiel eine deutsche GmbH und Co. KG und gründest eine Betriebsstätte in Bulgarien, dann funktioniert das auf die gleiche Weise. Das heißt, die Besteuerung fällt dann im Grunde genommen an die Kommanditisten der GmbH und Co. KG zurück. Da gilt genau das Gleiche, was ich gerade eben schon gesagt habe. Wenn die Unternehmensgründung im Ausland aus steuerlichen Gründen auch für dich ein Thema ist, wenn das etwas ist, was dich interessiert, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Seit fast 20 Jahren helfen mir Mandanten genau bei solchen Aufgaben, aber das Ganze eben dann konform mit dem deutschen Steuerrecht umzusetzen. Unternehmensgründung, aber dann eben auch die ganze steuerliche Seite. Was ist zum Beispiel mit der sogenannten Funktionsverlagerung? Planst du hier Funktionen von Deutschland ins Ausland zu verlagern? Ist das möglich? Muss man aber steuerlich korrekt machen. Da spielen dann Bewertungsfragen eine Rolle. Das alles können wir mit dir gemeinsam organisieren. Wir haben Anwälte vor Ort im Ausland, aber eben auch in Deutschland, die in solchen Fragen gewieft dir helfen können. Wenn du eigene Steuerberater hast und Anwälte, arbeiten wir natürlich gerne mit diesen zusammen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.